Auf unserem Best of Digital Factory Day sprechen wir nicht nur über die Zukunft, sondern schließen sie auch gleich an. Per OPC UA versteht sich. Und jetzt im Fokus, wie holt man eigentlich Maschinen aus der Vergangenheit in die digitale Gegenwart? Oder anders gefragt, wie macht man eine 20 Jahre alte SPS fit für ein modernes, durchgängiges Informationsmodell? Das sogenannte Unified Namespace. Softlink Industrial Automation zeigt, wie genau das gelingt. Und ich freue mich, dass ich hier im Gespräch dabei habe den Herrn Andreas Röck. Andreas Röck, erstmal ein herzliches Willkommen. Er ist Head of Product Management und er ist ein Experte, der Daten nicht nur integriert, sondern ihnen quasi den Weg in die Zukunft zeigt. Und wir fragen jetzt nach, wie es geht und was Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, davon haben. Ja, Herr Röck, schön, dass Sie dabei sind. Ich komme auch gleich zu meiner ersten Frage. Die Begriffe Unified Namespace und OPC UA Unified Address Space, das klingt ja ein bisschen nach Science Fiction. Aber ich denke mal für die digitale Fabrik sehr wichtig. Was steckt denn hinter diesem Konzept und warum ist es auf einmal so ein zentrales Thema in der Smart Factory? Ja, erst einmal auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dem heutigen Event. Kurz zusammengefasst, ein Unified Namespace ist letztendlich ein zentraler strukturierter Datenraum, wo letztendlich alle relevanten Maschinendaten von den Steuerungen zusammengefasst werden und dann auch den IT-Systemen, den Anwendungen zur Verfügung gestellt werden. Es bildet letztendlich das Rückgrat einer digitalen vernetzten Fabrik. Es ist letztendlich sozusagen im Englischen gedrückt Single Source of Truth. Das heißt, wir stellen mit dem Unified Namespace alles für die Applikationen zur Verfügung. Kommen wir jetzt auch zu dem Unified Address Space. Speziell im UA-Standard ist es möglich, hier einen einheitlichen, objektorientierten Adressraum zu generieren, der die Daten dann letztendlich in einer gewissen Struktur und Darstellung für den ganzen Applikationsbereich zur Verfügung stellt. Er packt auch zu diesen Daten, erkläre ich später auch noch, vor diesen proprietären Maschinen, auch zusätzliche semantische und hierarchische Informationen mit hinzu. Das Fazit ist letztendlich, OBCUA liefert die technische Grundlage für eine UNS-Architektur, indem es letztendlich den Unified Address Space strukturiert, die Daten standardisiert und die Datenmodelle entsprechend erweitern kann. Ja, vielen Dank. Das klingt sehr spannend. Aber Herr Röck, jetzt mal ehrlich. Also die Verbindung zu modernen Plattformen ist ja bei Neuanlagen recht komfortabel. Aber was ist denn mit dem alten Maschinenbestand? Welche Hürden tun sich auf, wenn Brownfield-Anlagen plötzlich smart sprechen sollen? Welche Herausforderungen bestehen denn bei der Anbindung von Brownfield-Maschinen an einen Unified Namespace? Das ist natürlich eine sehr große Herausforderung für die Unternehmen, denn die Maschinen haben einen längeren, sage ich einmal, Investitionszyklus und hier herrschen, sage ich mal, noch alte proprietäre Protokolle für die Übertragung der Daten. Das heißt, man muss erst einmal diese Maschinen mit diesen, sage ich mal, 20 Jahre alten Protokollen an die ganzen Architekturen anbinden können. Das heißt, Sie brauchen erst einmal eine Art Gateway, eine Applikation, was letztendlich übersetzt zwischen dieser alten Protokollwelt und modernen Protokollen. Nächste ist auch das Know-how. Ist häufig teilweise nicht mehr da, weil der Mensch, der die Maschine programmiert hat, eventuell nicht mehr da ist. Oder auch die Seite OT. In der OT-Welt ist ein DB5 Byte 1 ein bekannter Begriff. Also in der IT-Welt kann man damit einen für sich nichts anfangen. Das heißt, da ist auch ein tiefgreifendes Prozesswissen notwendig, um diese Daten zu interpretieren, was letztendlich daher kommt, weil die Semantik bei diesen Daten fällt. Es weiß keiner, ob hier dieser Wert oder dieser Temperaturwert, der hier geliefert wird, in Celsius, Fahrenheit zum Beispiel vorliegt. Der Kontext und alles fällt da meistens für die Dateninterpretation, was man dann, sage ich immer, auch für Analytics-Applikationen benötigt. Softlink ist ja bekannt dafür, Brücken zu bauen. Also zwischen alt und neu, zwischen OT und IT. Wie genau helfen denn Ihre Datenintegrationslösungen dabei, ältere Anlagen einfach, effizient und eben auch ohne Bauchschmerzen anzubinden?
Ja, zum einen, weil wir die Standard, sage ich mal, Steuerungshersteller mit ihren alten proprietären Legacy-Protokolle unterstützen. Wir unterstützen nicht nur, sage ich mal, eine S7 300, die ja schon auch ein gewisses Alter hat, sondern selbst wir können noch eine alte S5 anbinden. Oder in den Rockwell-Markt reingesehen, wir können auch eine BLC 5 noch anbinden an die moderne Welt und können da zum Beispiel auf das heute aktuelle Protokoll OPC übersetzen. Zusätzlich haben wir jetzt mit unseren neuen Produkten auch es geschafft, die OPCOA Companion Spezifikationen zu unterstützen, wodurch die Daten eine strukturierte und standardisierte Datenmodellierung einmal bekommen und das letztendlich zusammengefasst mit einem Mapping, wo Sie die alten Daten über diese proprietären Protokolle auf diese UA-strukturierten Daten mappen können, hilft natürlich den Anwender hier nach oben hin zu seinen Applikationen dann schon ein einheitliches Bild der Daten zu bekommen. Vielen Dank. OPC UA ist ja allein schon mächtig, aber mit Companion Standards, ich glaube, da wird es noch spannender. Welche Rolle spielen denn OPC UA Companion Specifications wie jetzt PADIM oder Weihenstephan bei der Umsetzung eines UNS? Ja, das ist genau das Thema. Es ist in den OPC-Companion-Spezifikationen ist letztendlich beschrieben, wie ein Datenmodell für eine gewisse Domäne oder für eine gewisse Branche wie BADIM ist für die Prozessautomatisierung oder das Weihenstephan ist der Standard für die Getränke- oder Lebensmittelindustrie. Die haben ihre eigenen Standards definiert für ihre Branche, damit jede Maschine einheitlich nach oben hin dargestellt wird, damit die ganzen Applikationen auf IT-Seite, ob es jetzt Analytics-Applikationen sind oder MES-Applikationen sind, viel einfacher die Daten auswerten können, beziehungsweise sie bekommen auch die semantischen Informationen mit hinzu, weil es dann im Endeffekt eine standardisierte, herstellerübergreifende Interoperabilität gibt. Mhm. Können Sie uns mal ein Beispiel aus der Praxis nennen, Herr Röck? Wie läuft denn die typische Integration einer Brownfield-Maschine, zum Beispiel mit einer Siemens S7 1500 oder Sie haben ja sogar S5 erwähnt, ich fühle mich in ganz frühe Zeiten versetzt. Also wie läuft denn die Integration einer moderne UNS-Architektur mit OPC UA ab? Ja, zuerst muss man einfach die Steuerung anbinden. Das ist immer das Erste und hier ist es so, dass wir mit unserem Produkt natürlich versuchen, den Anwender das einfach wie möglich zu gestalten. Sie binden eine S7 an, zum Beispiel über das alte proprietäre RFC 1006 Protokoll oder auch neuerdings über das S7 Plus Protokoll heißt auch. Damit wird zuerst die Steuerung angebunden an das Gateway oder an die Applikation. Anschließend können wir dann einen OPC Komponentenstandard wie etwa BADIM oder Weihenstephan in die Applikation laden. Daraus generiert dann der Anwender seinen Adressraum, wie er den haben möchte, konform mit diesen Komponentenstandards. Und anschließend kann der Kunde dann bei uns die Daten mappen ihm, wo wir vor dieser proprietären Steuerung beziehen, auf diesen UA-Adressraum. Dann wird es nach oben hin entsprechend der Applikation zur Verfügung gestellt und durch dieses Anreichern mit diesen semantischen Informationen, wie das ist jetzt ein Grad Celsius Temperaturwert und so weiter, erleichtert es natürlich dann den Applikationen oben damit umzugehen, mit diesen standardisierten Daten letztendlich. Mhm. Und dann die Frage, wenn jetzt die Verbindung steht, was bringt es denn? Welche Vorteile bietet denn ein Unified Namespace bei der Vernetzung von Bestandsanlagen hinsichtlich eben Effizienz, Transparenz und eben auch Zukunftssicherheit? Ja, durch das Ganze, wenn man die Daten in diesem standardisierten Format vorliegen hat, ist natürlich ein zentralisierter und konsistenter Datenzugriff über alle Ebenen hinweg möglich. Je weiter man unten das macht, desto eher können die überlagerten Ebenen auf diesen standardisierten Datenmodell zugreifen. Es verbessert die Datenqualität und natürlich den Kontext. Strukturierte Semantik mit hinzufügen. Wie gesagt, unten ist es ja DB5 Byte 1. Nach oben hin bringe ich das jetzt aber als Temperatursensor 1 Grad Celsius und ich kann noch Zusatzinformationen mit hinzufügen. Und es reduziert natürlich den Integrationsaufwand hauptsächlich auf der Applikationsseite, weil es ist eben standardisiert. Ansonsten brauchen Sie auf Applikationsseite immer noch das Know-how von der Maschinenseite
um hier die Daten letztendlich auswerten zu können. Und moderne Analytics-Applikationen zum Beispiel, für die ist es einfach hilfreich, wenn ein Wert schon mit den Zusatzinformationen, wie das ist der Temperaturwert, Grad Celsius, vorliegt. Das ist einfach sehr hilfreich in die Richtung. Jetzt weiß ich, dass Sie ja sogar eine Live-Demo mitgebracht haben. Was erwartet denn die Teilnehmer in ihrer Live-Demo zur Erstellung und Modellierung eines OPC-UA Unified Address Space? Was den Kunden erwartet ist, ich zeige den Kunden schnell, wie einfach es ist, eine S7 anzubinden, einen Adressraum, den habe ich ein bisschen vorbereitet schon, zu modellieren und dann die Daten entsprechend vor den Steuerungen auf diesen Adressraum zu mappen. Und das Ganze zeige ich dann in der Demo-UA-Applikation noch, was der Mehrwert letztendlich für den Kunden ist. Gut, ich habe Ihnen heute eines unserer Produkte mitgebracht, das ist der Datafeed Edge Connector Siemens. Ist eine Docker-basierte Applikation, mit welcher wir die Konnektivität zu Siemens-Steuerungen realisieren können. In unserem Menü haben wir hier den Menüpunkt Controller. Ich habe hier schon vorher, wie in einem Kochstudio, mal Verbindungen eben angelegt zu diesen Siemens-Steuerungen. Ist aber letztendlich relativ einfach, wenn man sich so eine Verbindung anschaut. Man braucht letztendlich nur die IP-Adresse. Mehr braucht man nicht, um die Daten von so einer Siemens 1500er zu holen. Bei einer 300er ist es ein bisschen aufwendiger. Also das habe ich schon im Vorfeld angelegt. Kommen wir nun zu dem Thema mit den ganzen Adressräumen. Und hier haben wir unter dem Menüpunkt Address Spaces die Möglichkeit, lokale und Mapped Address Spaces zu generieren. Zum einen, im ersten Schritt muss der Kunde in dem Fall die sogenannten Companion Standards laden. Vorher schon erwähnt, es gibt verschiedene Companion Standards, BA-DIM für der Prozessautomatisierung, Weihenstephan oder BugML Machinery für die Maschinenbaubranche. Es gibt aber noch weitere, es gibt auch viele größere Firmen, Automobilindustrie zum Beispiel, die haben noch ihre eigenen Standards. Die können Sie alle hier hochladen. Ich habe das im Vorfeld schon mal gemacht, damit es einfacher ist. Und anschließend kommen wir jetzt zu dem Hauptpunkt, nämlich den Adressräumen. Hier habe ich einen rudimentären schon mal angelegt, einen Adressraum 1 und den erweitere ich jetzt hier über die Menüpunkte Address Space Management. Und zwar habe ich einen Ordner angelegt mit 2 Raumtemperaturfühlern schon und hier lege ich jetzt noch eine neue Instanz, nennt man das an. Ich generiere jetzt mal eine Instanz noch. Nenne jetzt die mal Room 3. Das ist mein Temperatursensor von einem dritten Raum. Und ich füge jetzt hier ein Objekt hinzu, was im Endeffekt dem Objekt eines BA-DIM-Modells eines Prozess-pH-Meters entspricht. Also hier bekommen Sie dann vor dem BA-DIM Address Space oder Companion Standard die entsprechenden Objekte schon mit angezeigt. Und dann können Sie einfach das Objekt hinzufügen, die Instanz hinzufügen und schon habe ich meinen Raum 3 und der wird mir dann gleich mit allen verpflichtenden Unterinformationen angelegt. Das, was für mich jetzt benötigt ist, ist leider, was ich benötige, ist leider nicht dabei. Aus dem Grund muss ich noch ein paar, sage ich mal, Variablen hinzufügen, die hier nicht mandatory sind, sondern optional. Ich füge einfach der Einfachheit halber mal alle hinzu und dann sehen Sie schon, werden automatisch alle Methoden, alles letztendlich hinzugefügt, was für diesen Sensor hier notwendig ist. Ich brauche noch ein paar zusätzliche Referenzen, darum muss ich hier noch 2 Ebenen weiter runter, weil eben in der untersten Ebene zeige ich jetzt gleich, mein Temperatursensor vorhanden ist. Hier haben wir jetzt dann die unterste Ebene zum Beispiel, wo ich hier dann meine Device-Temperatur habe. Und das ist letztendlich das, was ich Ihnen zeigen möchte. Ich mappe nämlich jetzt von meiner Steuerung, ich nehme jetzt hier mal meinen Sensor 3, unter Datenblöcke, wie es halt bei Siemens so schön heißt, der DB5 befindet sich mein Raumtemperatursensor. Und den mappe ich jetzt ganz einfach per Drag and Drop rüber auf meinen Adressraum und dann ist der in meinem Adressraum schon verfügbar. Das sieht jetzt ganz einfach aus und jetzt denkt sich ja jeder von Ihnen bestimmt, ja, was habe ich jetzt für einen Vorteil? Da komme ich jetzt noch in der Demo kurz drauf, nämlich ich habe hier noch eine Beispielapplikation mit dabei. Das ist mein OPC-UA Client. Und hier muss ich jetzt dazu mal neu browsen, damit ich hier meinen, ich habe noch einen kleinen Fehler gemacht, muss ich sagen. Muss noch Save machen, ist leider eine Live-Demo. Ja, dann sehen Sie schon. Muss noch Save machen.
weil dann bekomme ich nämlich auch hier meinen dritten Sensor. Und den Sensor, den subscribe ich jetzt auch mal. Nämlich ist der jetzt hier, wie gesagt, unter Device Set, General Devices, Temperatur. Meine zwei anderen habe ich schon subscribed. Und wie Sie jetzt hier sehen können, haben wir hier jetzt unsere Temperatursensoren, die ich letztendlich aus den Steuerungen hole. Damit Sie auch mir glauben, dass das Live-Daten sind. Ich kann hier an den Sensor mal hinlangen. Der unterste Sensor ist der bei mir im Büro. Und Sie sehen jetzt, wenn ich meine Hand hinhalte, geht es auf 30 Grad. Jetzt sagen Sie aber, ach, das ist ja immer nur noch der Temperaturwert. Jetzt kommen wir aber zu dem Vorteil dieser Companion Standards. Für diesen Temperaturwert sind nämlich schon automatisch die Einheiten mitdefiniert. Und da haben wir jetzt dann hier das Thema mit den Units. Und wenn man hier sich diesen Wert anschaut, sehen Sie hier genau Grad Celsius inklusive der ausführlichen Beschreibung. Und das kann jetzt diese Applikation mit auswerten, wie eine Analytics-Applikation zum Beispiel. Die weiß jetzt, okay, der Wert, der mir geliefert wird, ist ein Temperaturwert, entsprechend Grad Celsius, und ich kann da meine Analyse drüber fahren. Das war jetzt nur mal ein kurzer Ausschnitt, wie simpel einfach Sie hier zusätzlich zu diesen DB5-Informationen noch schemantische Informationen mit hinzubringen, welche von der Applikation dann genutzt werden können. Ja, vielen, vielen Dank. Andreas Röck, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die Welt der strukturierten Daten, cleveren Protokolle und zukunftsfähigen Maschinenvernetzung. Ob Brownfield oder Greenfield, mit einem durchdachten Unified Namespace lassen sich Datenflüsse optimieren, Prozesse vereinheitlichen und Innovation richtig andocken. Wir freuen uns, haben uns sehr gefreut über diese Live-Demo, Herr Röck, und wir freuen uns natürlich jetzt auf viele Fabriken, die nach diesem Interview ein kleines Stück smarter werden. Vielen Dank. Auch von meiner Seite vielen Dank, schönen Tag noch.